Hallo und herzlich willkommen zu Part 36, meine ich, von The Legend of Heroes Trails in the Sky SC, dem zweiten Kapitel dieses wunderbaren Franchise-Unternehmens. Warum Unternehmen? Warum nicht, frage ich euch. Wir sind immer noch im Kapitel 5 und es geht langsam zur Sache. Wir wollen jetzt endlich einen sogenannten Drachen erlegen und dürfen aber im ersten Schritt erstmal nur zuschauen. Aber immerhin, hey, es ist General Morgan, der uns eingeladen hat und ich würde sagen, wir labern gar nicht mehr weiter drum rum, sondern starten direkt. You guys are the braces I was told about, right? The army airship you'll be boarding will be docking soon. You're to go meet it at Dock 1 to the right. Oh Gott, das war irgendwie... Mein Gehirn konnte diese Zeichen überhaupt nicht lesen. Achso, Landing Dock 1. Ja, wo ist denn das? Ist das einfach hier? Ja, Tatsache. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir tatsächlich schon diese Folge durchkommen, weil ich weiß, dass noch ein Dungeon kommt und je nachdem, wie lange der dauert, bis wir da erstmal angekommen sind, was passiert jetzt auch noch erstmal eine Kleinigkeit, bin ich mal gespannt. So, looks like the military ship hasn't shown up yet. We should have enough time to visit the merchants if we need anything. What do you want to do, Estelle? Ach, wir warten. Let's just go ahead and wait for the ship to arrive. So nämlich. So the airship that's gonna pick us up is gonna be one of those big reinforced army ones, right? Yes, one of our guard airships. They make up most of our military ships, so I'd imagine that's what we'll be on. The typical Royal Army Guard airship is usually well-rounded, strong firepower, a large load capacity and good mobility. Though that's what I know from 10 years ago. They've been upgraded some since their initial deployment, correct? Yes, in addition to give them better armor and engines and such, we have specialized the ships by varying their equipment. Patrol craft, scout craft, attack craft, ergibt alles Sinn. The principle, at least as I understand it, is to ensure the squadrons are flexible by giving each one mission-specific equipment. Just what I'd expect from a country that invented airship warfare. We have airship squadrons in Calvert, but they're nothing more than showboats, really. The Empire is a little different. We use airship squadrons, but the Empire's strength has always lain in its cavalry divisions or tanks in this age. Wer klingelt denn da? Attention please, a Royal Army vessel will be landing at Port 1 momentarily. All non-affiliated personnel please refrain from entering Port 1. Hey, here we go. Ab geht das. Huh? I don't think I've heard this engine sound before. Oh my, that's... Ah. Schöner Shot wieder. Auch wenn das Kantenflimmern gehörig da ist. Es ist vorhanden. Es ist die Assay, oder... Wie wird's ausgesprochen? Ich weiß es gar nicht. Assay habe ich immer gesagt. In meinem Kopf. So we're gonna be riding the Assail. Ja, oder? Würde ich jetzt nur mal sagen. Julia didn't mention this at all when I spoke with her last night. Yo, Estelle. Hi everybody, long time no see. Wen haben wir denn da? Es sind Niall und Dorothy. Is that? We seem to have a habit of meeting in the strangest damn places. Estelle, everyone, it's so great to see you again. Ich find's so schade, dass man Niall und Dorothy nach den Trails in the Sky Spielen gar nicht mehr zu Gesicht bekommen hat. Ich finde, das ist so ein super Duo. Why are Niall and Dorothy on the Assail? Es gibt übrigens auch später noch eine Dorothy in Class... nicht Class 7. Trails of Cold Sea, da gibt's auch eine Dorothy, die ist aber ein bisschen... So eine kleine Bücherratte ist das. Allow me to explain. Da ist Julia Schwartz. Ich habe so lange gedacht, dass Julia Schwartz vielleicht was mit Reen Schwarzer zu tun hat, aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Julia, you awful tease. Why didn't you tell me last night that you'd be coming in the Assail? I get to have my fun with surprises sometimes, my princess. My apologies if I startled you. Oh, Julia, I take it that if you're using the Assail, it's part of Grandmother's plan? Just so. What's Her Majesty got to do with this? If the famous cutting-edge Assail gets involved, those living in fear of the dragon may have their concern eased. I believe that is her thinking. Oh, good idea. Queen Alicia continues to impress. The reporters are, I assume, along for the very same reason.
Yeah, pretty much. The whole damn country's losing it over this dragon thing. Looks like they're hoping us humble reporters can produce a little something to calm the masses. Mr. Burns, remember. I know. I won't give away any state secrets. I am gonna be poking my head around to some extent though. I ain't writing straight propaganda here. As you wish. On time for once, I see. Und da ist natürlich General Morgan, aber ich finde es immer noch nett von ihm. Dafür, dass er so gegen die Bracer war, ist das wirklich ein riesiger Schritt für ihn. General, allow me to express our thanks for allowing us aboard. Well, Her Majesty's opinion helped. Let me be clear on this upfront so there's no misunderstanding. You Bracers are nothing more than observers on this mission. And you'll be allowed to do is... you'll be allowed to do is watch as we execute the plan. I'm fine with that. If the army can settle things, I sure won't complain. I look forward to seeing what you can do, General. Very well. Your Highness, please this way. We shall accompany you to the bridge. But we cannot allow the princess to board as a mere passenger on her own airship. It would affect the crew's morale, Your Highness. Very well. Very well. So, Leute, ey. Manchmal Aussprache, Englischsprache, eigentlich gar nicht so schwere Sprache. Deswegen kann es ja auch irgendwie fast jeder verstehen und sprechen. Well, he's icy as always. I wish he'd just accept that us dumb civvy Bracers are, something approaching competent. The General is hard-headed, old-school sort of man. I doubt he'll ever change his opinions quickly. Allow me to lead you aboard the ship. Ja, gern. And on that note, allow me to finally welcome you properly as allies and friends of long standing. Welcome aboard the Assail, flagship of the Royal Guard and Libel. Und Leute, das ist neu. Die Assail konnten wir im Vorgänger nicht erkunden und das ist das ist jetzt mal wirklich ein komplett neues Gebiet. Freut euch, es sieht nämlich auch wirklich entsprechend neu aus. Also man merkt da auch wieder unschön die Kante oben links. Ich mag das, wenn man draußen ist, wirklich nicht gern. Finde ich nicht so galant gelöst. Ich verstehe dass das in weiter Ferne nötig ist, aber hier, das ist ja wirklich, das sind in-game 10, 20 Meter. Das ist wirklich nicht schön. Aber ja, da rechts auch. Eieiei. Damn too late. Tja, Agathe, they're gone. We should have headed out a bit earlier. Oh well. We'll leave the dragon watching to the rest of the gang. Yeah, but I wanted to ride the Assail. Come on, short stuff, there's more to life than gawking at machines. But there's so much to see. An engine room with 8 of the new model engines, a next generation bridge with all the best information processing equipment. It'd be a dream. Your eyes are lit up like candles. But still, Agatha, what do we do now? Good question. Well, first off, I'm gonna need a new greatsword if I want to keep being the heavy blade. Alright, yeah, I guess you can't really repair a sword that gets broken that badly. You're gonna have to buy a new one. Let's go order one at the weapons store in the South Block. Agatha! Yo, Ted. You're the receptionist here, aren't you? Kurz in die Flasche gucken, wie spät es ist. You're the receptionist here, aren't you? Looks like you... Ich glaube, das habe ich zweimal jetzt vorgelesen. Ist auch wurscht. Looks like you didn't make it in time. I can try to raise the Assail on the radio if you want. Nah, that's okay. So you came out here just to see if I'd caught the flight? That too, but we actually just got a rush delivery on the flight last night with your name on it. I just found it. A rush delivery for me? Yeah, a small package. Return address says Russell. What? From Grandpa? Und das, liebe Freunde, wird natürlich wichtig. So, jetzt bleibt uns gar nicht viel zu tun, außer abzuwarten. Ich meine, was blinkt denn da so komisch? Ach, die verständigen sich, okay. Ja, das ergibt Sinn. Hätte man drauf kommen können. Sauber, Jonas. Well then, allow me to explain Operation Dragon Capture. This operation will be conducted primarily by the airship force.
Our ground divisions will focus solely on keeping order in all regions during the operation. Wait, all the regions? So we're going beyond Bose for this? Possibly not by our choice. Last night's events showed that the Dragon's capacity for flight is significant. It is very possible that it will move to another region at some point. Yeah, good point. The plan shall involve 12 airships in total, including the Assail. Which is to say, it involves 2/5 of our entire fleet. The rest will be held in reserve. 2/5 of the entire fleet? That's enough power to give our friend quite a reception, huh? Julia, Sir. Ich mag einfach, wie es von innen aussieht. Es sieht so richtig schön modern aus. Und die Assail schlägt, finde ich, auch gut die Brücke später zu Trials from Zero, wo es technisch deutlich moderner zugeht. Das werdet ihr sehen. Und ich finde es gut, wenn sowas früh genug eingeführt wird, sodass es nicht mal komplett überraschend kommt. Ich finde immer noch, der Sprung ist sehr schnell. Also da haben sie plötzlich Autos und hast du nicht gesehen alles. Das ist ja, spielt hier noch gar keine Rolle. Wobei es gibt auch schon diese Transportwagen und so hier. Ne? Also ist nicht so, als ob es das gar nicht gibt. Aber es ist schon noch mehr Fantasy als später. Und aber schon weit genug fortgeschritten, dass es irgendwie nicht komplett aus der Luft gegriffen wirkt. So. Wow. This is a map of the mission plan? Yes, precisely. The Assail is currently cruising in Bose airspace. We shall be using the Assail as the flagship and command vessel for this operation. The actual Dragon patrol shall be carried out by 8 patrol ships equipped with wide area radar. If the Dragon so much as raises its head above the tree line, they'll be able to find it. Then once the Dragon is found, ships will give chase at high speed and use the rapid-fire artillery to check the Dragon and guide it over to Lake Valeria. At the same time, several patrol vessels armed with tranquilizer rounds will be scrambled from Leyston Fortress. Once the Dragon is pinned, they will intercept it. They will fire every tranquilizer round they have and sink the creature. Also sie wollen ihn bewusstlos machen überm See, wo er keinen Schutz mehr von irgendwas hat und ihn dann, ja, neutralisieren. That is the plan in full. Wow. Übrigens, falls ihr gerade irgendwie was komisches Knatschen gehört habt, ich habe mich mit dem Stuhl gedreht und ich habe gerade gemerkt, der quietscht. Das ist sehr merkwürdig. Well, this is certainly a bit larger scale than most guild operations. If the tranquilizers don't work, I'm guessing you'll switch to live ammunition? Yes. In that case, we'll have to destroy the Dragon with concentrated fire from all ships. Her Majesty has asked us to prioritize capture over destruction, but we are ready for every contingency. Why would Queen Alicia want the Dragon alive? Dragons are creatures of myth, the oldest legends. She said she could not bear to have it slain. I can understand that, especially since the Dragon is under the Society's control. Yeah, good point. Wait, that's right. That Leonard, whoever he is guy, he had a gospel that it mean, yes, the orbital shutdown phenomenon. According to Professor Russell, the maximum range of the effect is roughly 5 arc. 5 Kilometer, glaube ich. Ich glaube schon. All ships have orders to get not closer than 10 arc to the Dragon. As long as we do that, there should not be a problem. It should work, hopefully. Most impressive, General. You do seem prepared for everything. We learned quite a bit from the 100 Days War. And should this plan somehow fail entirely, we will be left wanting for options. Should that come to pass, we will be relying on you. It's nice of you to say that, but why do I get the impression you think this plan is foolproof and invincible? Of course, if this plan has a problem, is that we have to wait for the Dragon to show its face. Well, that's the question. What do we do if the Dragon doesn't show up? Given how Ouroboros has behaved up to this point, I find it unlikely they'll keep it hidden. They'll want to use the Dragon to do something. They probably will, won't they? Well then, braces. Once we've found the Dragon, we will announce it over the con. Until then, please make yourselves at home. Okay. Nochmal, das ist jetzt das erste Mal, dass wir das komplett neu haben. Und das ist ziemlich cool. Aber es funktioniert am Ende des Tages genau wie jedes andere Flugschiff, in dem wir drin waren. Es sieht halt nur einfach schicker aus. Also wir müssen wahrscheinlich wieder mit allen reden. Genau. Miss Bright. Something wrong, General Morgan? I was taking a moment to look over the battle plan again. A plan that can seem perfect when first drafted can show faults over time.
Have you found any problems then? None that stand out to me. Short of the truly unpredictable happening, this plan should succeed. I'm afraid there'll be no need for you this time. Well, I won't mind if that turns out to be true, but if we need to, we'll help as best as we can. You did let us aboard after all, sir. You must suspect something could happen. It's possible, but remember, you will only act if our plan ends prematurely. I expect you to follow orders during the mission itself. Don't worry, we understand. We'll just watch for now and see what you guys can do. Quite a head on your shoulders, Miss Bright. We still have a little time before contact with the Dragon. Use the time until then to ensure you're prepared. Easy! Warte mal, ich gehe erstmal nach unten natürlich. Was haben wir denn hier? Oh, you're the braces I heard about. Bla 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 bla. Wen haben wir hier? Okay, Instruments check out. Hier ist das der Kern wahrscheinlich. Engine Room, genau. Okay, Hugo. Ich überspringe das mal gerade, weil es gibt so viel, was noch passiert. Und wenn wir jetzt jede Konversation wirklich nachschauen, das wird ewig dauern. Ach, guck mal, wir können hier aber resten. Ich bin mal gespannt, ob die Craft Points auch aufgefüllt werden. Wenn ja, nee, werden sie nicht, schade. Ich wollte gerade was Schönes sagen, aber es werden einfach keine Craft Points aufgefüllt. Also, naja. Estelle, good to see you. What brings you here? I could ask the same thing of you, Zin. I know, trying to catch a nap or something. Probably wouldn't be a bad idea, but no. I thought I'd get a little practice in. I cannot seem to stay calm sitting in a confined space like this ship. You're in the middle of one of your walks, I'd guess. Yeah, I can never manage to shit still myself. Ja, das vielleicht auch nicht, aber es geht um Sitzen und nicht um das andere. But practice, huh? Isn't this a little cramped for practice? Practice isn't all about movement, remember. There's plenty you can do even in a small space such as this. Huh? Like what? Breathing exercises and meditation for one, but practicing your forms is an important part of training as well. Especially for bracers like us, who tend to get a little sloppy and let our styles fall apart from so much live combat. It's important from time to time to find a chance to return to the basics and correct yourself. That's a good point. I haven't actually done any disciplined practice for a while now. Hearing you put it that way makes me worry I'm like an awful mess in a fight now. Oh man. It's nothing to worry about. I was speaking generally. Still, if it resonated with you, then there's nothing lost by finding a chance to recenter yourself. My offer still stands to be a practice partner. Well, thanks then, Sin. I may just take you up on that. I'll be looking forward to it. Okay, haben wir hier irgendwen? The door's tightly closed. Ja, okay, wir sind hier im Hangar und hier geht's raus. Ich schätze, es ist gut, dass die Tür zu ist, sonst fallen wir ziemlich viele Kilometer in Richtung Boden. Nicht so geil. Wen haben wir denn hier? Hier ist Olivia, natürlich mit dem Wein. Ah, Estelle, touring the ship? Pretty much, yeah. Wait a minute, are you drinking before a mission? This is a drink of celebration, my sweet. I celebrate the imminent meeting of the genius bard and legendary dragon. Well, putting aside the genius bard, but a legendary dragon? Do they still tell stories about dragons in the Empire? Why, naturally. There are quite a number of legends and tall tales of sightings, especially in the southern regions near Bose. In fact, I believe the Imperial Institute of Science was to launch an investigation, but then the 100 Days War broke out. Wow, sounds like you guys take these legends kind of seriously. So even in the Empire, dragons are pretty much a mystery, huh? Well, you could say that, I suppose, but to the people of the Empire, this particular situation would have a more straightforward solution. Straightforward, huh? Erebonia is a far more pragmatic realm than legal. If something like this were to happen in the Empire, His Majesty would order the destruction of the dragon immediately. The Empire believes in boldly standing against all who would oppose it. Even if the opposition is a dragon, it would be torn down without mercy. That seems a little bloodthirsty. Securing national peace, though, through force of arms is the Erebonian way. I confess, as a messenger of love and peace, I do find it a bit sad. Ja, das hört sich auch echt traurig an, aber dahinter steckt auch etwas. Nur um euch mal schon den Mund wässrig zu machen in Richtung Trails of Cold Steel, da steckt sehr viel hinter.
Ah, schön. Und wir wissen ja jetzt aus vor ein paar Teilen zuvor, dass hier so eine Flugblase um die Schiffe ist, deswegen wir hier auch so stehen können. Finde ich schön. Yo, Estelle. Hi, Dorothy. You seem to be doing okay. Is your camera still treating you good? You bet. This girl's so cute, she looks great from any angle. And by this girl, you mean the Estelle? Oh, Dorothy, you as ever. You too, Estelle. You're just as full of energy as always. Well, thanks. Wait. Were you worried about me? Yeah, of course. I mean, I took the photo of Joshua, right? If that made you all sad, I'd have to be sad too. Oh, Dorothy, I'm sorry. No, it's okay. I'm a reporter, so it's my job to try and cheer people up, sort of. If you're worried about anything else, talk to me anytime. I'll keep that in mind. I'll keep that in mind. Yo, Estelle, killing time till the dragon shows up? More or less. How about you? Putting stuff together for your latest scoop? Oh, not really. I'm waiting for the star of the show, same as you. Even if it doesn't show up, at least we got a few nice shots of the assay. We're just lucky enough to even be here. You must be having a field day. You get to cover the fight with the dragon and the new cutting-edge ship all in one go. Hell, the dragon versus airships thing alone would make it story of the decade. Every single reporter at the office raised their hand when we were taking volunteers to cover this. Well, that figures. Congrats on getting picked for the job. Did you guys draw straws or something? Draw? Of course not. I got picked because I'm a damn good reporter. All that effort during the coup is starting to pay off. Well, hey, more power to you. So even the Royal Army respects you now, huh? Hey, if you write good stuff, even the big guys come knocking on your door. By the way, if anything interesting's come your way lately, feel free to swap a few stories anytime you want. We could always use a few good editorials to fill our pages. We'll see. So. Braces, bla bla bla. Ein paar haben wir ja noch zu bereden. Hier haben wir zum Beispiel noch Shira. Ich finde immer noch. Ich weiß, ich habe das gerade erst gesagt, aber draußen, es ist wunderschön. Shira, so this is where you are. Hi there, Estelle. Taking a walk? Yep. Enjoying the wind? Yes, the weather's lovely, so I'm taking it easy. Knowing when to take a breather is part of our job too, you know? Short breaks like these are good for keeping our minds sharp. Now's the perfect time. Yeah, I know. Hey, Shira, do you think the plan will work? To be honest, I don't know. Common sense says there's a very good chance it'll succeed. We have 12 patrol ships out on patrol as we speak, after all. Hard to imagine even something as powerful as a dragon getting away from all that. Yeah, I guess you're right. General Morgan was pretty confident too. That's just how he looks on the surface. Remember, he was none too happy to have Braces on board. Yet he let us on anyway. It can only mean one thing. He's worried about this, how this will turn out, huh? Too. Exactly. And that Estelle is why conserving our strength right now is a good idea. Makes sense. Guess I'll keep wandering around a bit. Good, that's what I like to hear. It's not every day you get to ride the Arcel. Enjoy yourself. True enough. See you, Shira. See you soon, Estelle. Ich mag das so sehr, dass sie dieses Rumlaufen, was ja auch eigentlich nur den Sinn hat, dass ihr euch im Spiel umschaut, oder dass ich mich in diesem Fall im Spiel umschaue und halt auch wirklich ein bisschen erkunde und die Räumlichkeiten entdecke, dass er spielerisch nur das, ich soll mich umschauen, aber dass selbst das so narrativ eingebettet wurde, sodass das ihr Ding ist und dass die Leute das halt auch bemerken, dass Estelle das immer wieder macht, weil es fällt ja halt schon auf, ne? So, müssen wir noch nach oben und mit Chloe sprechen. Estelle, hello. Are you finding it a little hard to calm down? Yeah, a bit. Really can't stay still for this one. That reminds me, you always walk around like this on the passenger ships as well, ne? Was ich gerade meinte. Yeah, now that you mention it, I do. I don't know, I feel all kind of suffocated and trapped when I just have to sit around politely. That's very like you, Estelle. But I wouldn't worry about that too much on the Assail. What do you mean? Property of the Auslöser family it may be, but this is still a fully functional war cruiser. At full speed, its engine capabilities far exceed those of passenger vessels. If we go at flank speed, I don't think you'd even be able to remain standing. Is it seriously that fast with a new engine? You'll be surprised, I think. It's a bit like walking into a storm. I see. So that kinda makes all this the calm before the storm then. Yes, after a fashion,
This may be a very brief period of peace before the action begins. If you want to look around the interior, this may be your only chance. I better keep that in mind then. Guess I better start wandering around faster, huh? Yes, I'll see you later. Damit haben wir es so. Ja, ich wollte gerade sagen. Es ist halt genau wie bei den anderen Fahrten, nur dass das hier ein bisschen cooler und auch ein bisschen neuer aussieht und wichtiger ist. Signal from the Melder. Dragon in flight in airspace above the Malgamine. All crew to battle stations. All crew to battle stations. Guild observers report to the bridge. Here we go. So. Da ist er. Und ich glaube, das ist auch der Moment, wo wir ein bisschen vorspulen müssen, weil ich glaube, das ist eine längere Sequenz, die sonst ewig dauert und es ist halt in-game. Und ich glaube, das sieht auch ein bisschen cooler aus, wenn wir es schneller machen. Und zwar jetzt. Nee, eigentlich gar nicht. Es tut mir leid, sieht überhaupt nicht besser aus. Totaler Quatsch, was ich erzählt habe. Und wie man sieht, wenig überraschend macht es wenig aus für den Drachen. Wenn die Bedenken, die alle Beteiligten haben, sprechen ja Bände und genau so ist es auch. What's happening? The dragon is above the Malgamine. Look at the display. Nee. Ich mag die Dinger so. Die gibt es später immer noch und ich finde es so schön. So. Da rechts. Kann ich die Maus hier nehmen? Nee, kann man nicht sehen. Rechts oben in der Ecke, es geht so ein bisschen im Blau unter, ist der Drache und wir sind da über Bose, das Rote. Malga, so it's in Roland. Keep Roland. I'm amazed we found it. Why shall we intercept it, sir? A good question. We need to lure it to the lake, but we cannot afford to let it near the capital. Our interception point will be near the Lenhard River estuary. Patrol ships lure the dragon to the riverside. Attack ships forward. Aye, sir. This is the assail to all ships. Our interception point will be the Lenhard River estuary. All patrol ships lead the dragon to the interception point. Use formation B. Attack ships launch and proceed to the interception point. So, und die heben jetzt nämlich auch ab. Auch hier wieder dieses, ach, ich mag das an der Kante nicht. Und das wäre so vermeidbar gewesen. Und wie gesagt, ich finde das auch nur doof bei allem, was an der frischen Luft ist, also was draußen ist, wo die Welt halt durchgängig ist. Zumindest bei Innensachen finde ich das nie so schlimm, weil das ja sowieso in geschlossenen Räumen ist. Und da kann man halt auch das, was nicht drin ist, ausblenden. Ihr wisst, was ich meine? Ist auch nur eine stilistische Frage. Es ist jetzt nicht schlimm. Es macht nichts kaputt. Aber es wäre noch so das i-Tüpfelchen. Bei einer Grafik, die jetzt sowieso nicht so anspruchsvoll ist. Also ich wüsste wirklich mal gerne, wie die Entscheidung war, das so zu lassen, weil das muss denen ja auch aufgefallen sein. To think he would actually fall into their hands. Perhaps I need to settle this myself. No. If I act, it will simply be the same thing all over again. He and I are in the same position, I suppose. Great Adius, who art in the sky, please guide us who stand upon this chaotic earth. Ja, der gute alte Cassius weiß nämlich ziemlich Bescheid, was hier abgeht. All attack ships have launched. Estimate their arrival at 1220 hours. Huh. Full speed ahead. Put us southwest of the interception point. Aye, sir. Restore orbital power flow to all sections. Ahead full. Helm, take us to the southwest of the Lenhard River's estuary. Bis jetzt klappt alles super, ne? Möchte man meinen. Aber so, hier spulen wir jetzt gerade ein bisschen schneller ab, weil das wird sonst wirklich ein bisschen sehr lang. Also so drehen die sich normal und so ist schnell. Und ich finde, hier sieht das Schnelle tatsächlich sogar ein bisschen besser aus. Ich finde aber immer noch diese Vorspulfunktion, das ist gesegnet. Weil gerade bei so einfachen Gefechten, bemerkt ihr auch zwischendurch immer wieder, ist es halt so viel entspannter, die einfach so wegzuklicken, mehr oder weniger. All attack ships have arrived at their designated positions. Tranquilizer rounds loaded and ready. Alright, all that's left is to wait for the dragon to show up. All attack ships prepare to fire. Begin attack on my command. Aye, sir. And it begins. Dann wollen wir mal. Der Drache ist da. Und irgendwie habe ich im Gefühl, dass das nicht ganz so gut ausgeht wie geplant. Aber wer bin ich schon, sowas zu wissen? So, und jetzt finde ich da, also wenn die Schüsse nicht sind, sieht es so besser aus, ne, wenn es ein bisschen schneller ist. Einfach ein bisschen dynamischer. All ships, fire!
So sieht es zu schnell aus, aber so, wobei, die Schussgeschwindigkeit bleibt fast gleich, ne? Gar nicht so viel. Naja. Wie man sieht man nichts. Es passiert einfach gar nichts. Außer einem Gebrüll des Drachen. Echt ein schönes Modell insgesamt, aber dafür, dass halt die Polygonanzahl bei Gebäuden etc. generell jetzt nicht so hoch ist, wie man es kennt. Oh doch, scheint doch zu funktionieren. The Dragon is sleeping. Ha. I think we got it. Absolutely incredible. Not even a dragon could stand up against this. My goodness, such spectacle. What a performance. Confirming splashdown of dragon into Lake Valeria. Shall we proceed as planned and bind it, sir? Proceed. As soon as you've confirmed it's safe, bring the sail down. Ich mag das übrigens, dass jetzt auch wirklich das Win-Theme von Kämpfen im Hintergrund abgespielt wird. Also das Musikstück, was immer kommt, wenn ihr einen Kampf gewonnen habt. Das finde ich total super. As soon as you've confirmed it's safe, bring the sail down. We'll perform a water landing and inspect the dragon ourselves. Aye, sir. Irgendwas sagt mir, dass das nicht so ganz gut geht, aber was weiß ich schon. Valeria Lake. Schöne Landung. Und ich mag, dass man jetzt draußen im Fenster direkt sieht, dass man auch wirklich auf Wasser ist. Water landing complete. No response from the dragon. Right then. Time to see this with our own eyes. Captain, accompany me. Sir. So, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Can we... Yes, you should come too. This is an ancient dragon of legend, not exactly something you'll get to see every day. Yeah. Ja, dann runter da. Und ich glaube, jetzt können wir nämlich auch den Ausgang nehmen, den ich... No point in going down there, let's go hurry to the dragon. Okay, ich hätte gedacht, wir gehen jetzt unten raus, aber klar, das müsste jetzt dann unter Wasser liegen, ne? Schön. Das Bild mag ich, das ist wirklich schön. Hier kommt die Perspektive, die isometrische Ansicht auch wirklich schön zum Tragen. Weil die Größe des Drachen wirkt dadurch irgendwie fast noch ein bisschen größer, wenn ihr wisst, was ich meine. Oh wow, it's so big. He's so handsome too. It's a shame he's asleep. Ich meine übrigens, der wirkt größer, weil die Figuren von dieser Perspektive sowieso immer ein bisschen kleiner aussehen. Und ich mag das. Das ist ein schönes Bild. I hope he wakes up soon. Told you, girl, if he wakes up, we're in trouble. Still, hell of a creature. Wow. Wow. Incredible hardly does it justice. Estelle, you guys came too, huh? Your Highness, it is dangerous out here. Please, I must ask you to return to the cabin. I'll be fine, General. Besides, seeing it up close, it truly is magnificent. Is it really asleep, though? We've confirmed a heartbeat, so it isn't dead. Even so, we pumped enough tranquilizers into it to stop an army of normal monsters. And we'll be down for a while. Cool, that's good then. Speaking of things being good, does anybody see that Leonhard Löwe guy around? Oh, I doubt he could be hiding. Löwe held the gospel, which was the linchpin of this experiment. If he's not here, does that mean they have abandoned their quest? According to the patrol ships that chased the dragon in, there was never a rider visible. I'd say it's very likely he wasn't present to begin with. Not surprising. He probably learned of our plan and fled. Typical of his sort of criminal element. I don't know, he doesn't seem like the kind of guy who just turn tail and run. Indeed, we shouldn't let our guard down just yet. Incidentally, where are you taking the dragon after this? For the moment, the plan is to tow it to leicht. After that, we'll need to discuss it with Her Majesty and Cassius first. I see. Huh? Dorothy? Did you find something? Maybe it's just my imagination, but is there a bump on his forehead? What? Und da haben wir auch das Geheimnis, warum dieser Drache der Ouroboros so hilft. She's right, there's this little bump. There's a slit on it, actually. Maybe it's like an eye or some... Nope, it's a gospel. Whoa. No. The gospel is here. Blöd nur, dass wir jetzt
so nah dran sind, dass das Orbital-Shutdown-Phänomen passieren kann. Tadam. Oder noch schlimmer, es belebt ihn quasi wieder, wenn man so will. Ja, bittere Geschichte. Sehr bittere Geschichte. Ja. Damn you, you will not escape. Schwartz, get us in the air. Sir. Siehst du, mit der Geschwindigkeit, finde ich, so sieht es wirklich cooler aus. Weil so sieht es so aus, so, ja, ich weiche mal eben aus. Aber wenn man das auch schnell macht, dann sieht es wirklich aus, als ob man so richtig schnellen Raketen ausweicht. No good, guided missiles can't get a lock. Damn it all, we can see the heat signature right there too. Must be jamming our missiles somehow. Alright then, give it a taste of the main guns. The target is increasing speed. 220... ich bin nicht schlecht. 2300 circ per hour. 2400. 500. 600? What a monster. None of the patrol ships will be able to pursue it. The assail's engine can keep up with that. All hands, we will now accelerate to flying comet speed 3200 SPH. All hands brace for G-force shock. What does that mean? The massive acceleration and thrust will feel like it makes us heavier. Crouch down and brace yourself, sonst kommt mir das Essen schon wieder hoch. Okay. Das sieht irgendwie süß aus. Flying Speed, Engage. Ich mag das übrigens, dass sie für sowas so hinhocken. Das sind ja im Grunde genommen die gleichen Stances, wie wenn man besiegt ist und sie auf dem Boden liegen. Ich mag das, dass sie das wieder benutzen und das irgendwie, das passt einfach. Und das ist auch clever gemacht, weil gerade bei Spielen muss man ja auch immer wieder Sachen neu benutzen und gucken, womit man, was man machen kann. So, Flying Speed, Engage, do not let it escape. Genau, da waren wir. Eine. Wow. Da fliegt sogar aus dem Bild. Schöne Idee. Und jetzt kommt auch die Geschwindigkeit richtig rüber. Gut, das wäre es, wenn es noch schneller wäre. Aber jetzt finde ich gerade im normalen Tempo, so, das ist jetzt normales Tempo, das finde ich angemessen. Und das wäre jetzt übertriebenes Tempo. Also, wie gesagt, ich finde diese Perspektiven total schön und die werten das Ganze grafisch echt auf, weil man das nicht in so einem Spiel erwartet. Muss man einfach sagen. Es ist halt ein Storyspiel und wenn dann hier sowas kommt, finde ich das wirklich cool. Und das Interessante ist halt, wie gut Falcom später mit Zwischensequenzen wird. Also in Kodono Keiseki, ich weiß, ich sage das in letzter Zeit immer wieder häufig, aber es ist halt das, was ich gerade spiele. Und da fällt es halt krass auf, wie der grafische Sprung gerade von Trails of Cold Steel dann doch ist. Hätte ich nicht erwartet, dass der so groß ist. Dragon is descending. At this rate we'll lose a visual. Keep going, do not lose it. How can we still be in a cloud? Wait, where is this? What do you... The Naval Valley. Could we already be in the mist? Huh. Dragon has descended to 1200 arc. 1100, 1900. Dragon lost man. Julia? So we lost sight of it? We did. The northwestern part of the Naval Valley, the place where the fog is deepest. Can we dock the Assail on that all four? No, the Assail is too large. I see. The operation is over then. All operation ships are to patrol the Naval Valley region. The Assail will return to Bose. Dum, dum, dum. Das war also ein voller Misserfolg. Kann man schon so sagen. Die Musik erinnert mich gerade total an Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Total. Ganz am Anfang bei der Präsentation mit Sophia. The Dragon has fled to the northwestern corner of Naval Valley. It's the part of the valley that's hardest to traverse and it's covered in deep fog, being further in than the bandit base was. In other words, scouting by airship will be difficult? Difficult at best. There's really no option but to dispatch an expedition on foot. But wait a second, if you send in a whole army, the Dragon will just run away. She has a point. I think it would be better to try and strike at him with a smaller group while he's still vulnerable. Meaning you'd like for us to leave it to you. Well, we are more used to investigating something on difficult terrain than most of your troops. I would say we're the right people for the job. Huh.
Do you have any idea how you would investigate this? As I recall, there is no real road into this section of the valley. Simply wandering over and praying to ideas that you will find something could take days at a minimum. Well, leave that to me. Und da haben wir unseren Held, unseren strahlenden Rotschopf. Oh, Agatha, Tita. Oh, sorry to butt in. Pardon us. What are you doing here? And more importantly, are you sure you should be up and about? Like I told Tita, this is nothing, just a bunch of scratches. Tita, is he serious? Estelle stare? Tita, Estelle stare? Yeah, I don't think Agatha's really pushing himself. Let's see. Well, okay then, I guess. You have plenty of energy, if nothing else. You said leave it to me, but do you even know what we're talking about? Yeah, Lugren filled me on the details. That overgrown lizards disappeared into the northwest of Nabel Valley, right? Yeah, but what can you... I know a man who knows a lot about the area. If we ask him, we should be able to find a way to get into that corner of the valley. Huh? Who is this guy exactly? A tough old-timer by the name of Wembler. Den haben wir übrigens schon ganz oft gesehen, zweimal vielleicht. He lives on the eastern side of the valley. He bragged me once that he got across the ravine that divides that part of the valley from the rest. Right, that old man living in that little hut? Impressive. Your constant hunt for information has borne fruit, you might say. Even if you found the dragon, what do you intend to do? It is not what I call a trivial foe. Do you intend to slay it yourselves? There's a gospel on the thing's head, right? Job 1 is to deal with that. Huh? It does follow that the reason the dragon has grown violent is due to that gospel. The gospels have been responsible for all sorts of bizarre phenomena before now, after all. And if we nullify the gospel, perhaps we can put an end to the dragon's rampage. Sounds like a good plan to me. When you say you'll break the gospel, you remind me of what Father Graham did. He hit the gospel with an artifact and shorted it out, but we do not exactly have a surfeit of artifacts. Yeah, we don't have time to fiddle with stuff like that. We're just going to smash that thing to bits, frame and all. What? Whoa, hang on a sec. Can we really break a gospel that easily? Whenever I handled one, it always seemed like it was really sturdy. Let's just say we've got a solution to that little problem. Take a look. Your sword. There's something fitted into the... Oh, no, I see. Russell tossed me a new gizmo of his in the mail. It's a little something for breaking gospels. For real? Oh, how is it meant to work exactly? Well, I'll explain. The unit on the hilt applies high-frequency vibrations to the blade that will help it break a gospel's frame. Because of the vibration, the motor will break after a few hits, but Grandpa is sure that if you hit a gospel cleanly with a vibrant blade, the gospel will break. I don't think I quite get it all, but it sounds incredible. Liebel's greatest living genius comes through once again. I got Tita to attach when it arrived, and it seems like it works. All that's left now is to find the dragon and gave him a good one on the forehead. So, Mr. General, how's that sound for a plan? If Russell's given you a fighting chance, I suppose I have no choice but to agree. So then, you let us take a crack at it? Yes, do everything you can. However, I will have airships around the valley on standby. They will be able to respond when the dragon slips past you. Sounds like a challenge. You just tell them they won't need much ammo. Und damit haben wir endlich eine reale Chance, das Ding auch zu besiegen. The SL will patrol in Bose airspace while you search. Once you've discovered the dragon's location, please contact us. Roger, leave it to us. I'll have Zeke carry a message once we find it. If I'm not with them, I'll ask him to stay near Estelle. Scree! Your Highness, if you do accompany them, please take the greatest care. Still bright, Agatha Crossner. Huh? What? If the dragon escapes the valley, the army will move to contain it with everything we have. We will not allow the people of Liebel to come to harm again. So, do everything you can. Don't worry about protecting others. Focus on your mission and leave the rest to us. General. So basically, I got your back? Never thought I'd hear that from you, General. What brought that out? Nothing but politeness, Mr. Crossner. Captain, get us in the air. Sir? Das mag ich auch so. Und das ist das Tolle an Trails in the Sky SC. Das ist so wirklich die Charaktere, wir haben sie im ersten Teil im Grunde genommen nur kennengelernt und bis auf ein paar Figuren
ja auch kaum Charakterentwicklung erleben können. Dafür mussten wir sie ja wirklich erstmal kennenlernen. Und jetzt auch das mit General Morgan, das ist so cool zu sehen, dass selbst diese Figuren sich weiterentwickeln. Und zwar jetzt nicht irgendwie einfach so aus Jux und Dollereien, sondern zum einen, General Morgan wurde erst gezwungen, aber er merkt halt auch, es ist dumm, wenn er sich weiter so benutzt. Es ist wirklich, es gibt Wichtiges, das ist echt schön. So, jetzt können wir endlich wieder auswählen. Die beiden brauchen wir auf jeden Fall, sehr schön, die will ich auch, aber ich will noch Chloe. Die brauche ich nämlich für Heilung, falls mal was schief geht. Okay, so we're going to see Wemler in Nable Valley, right? Yeah. More importantly though, are you really tagging along, Tita? Of course. If the vibration unit breaks, I can fix it right then and there. I think my cannon can lend a hand against any flying monsters too. Fine, whatever. Just don't slow us down. It's short stuff. No problem. Estelle, what is it? What's with the look? Oh, nothing much. How do I put it? I was just thinking that you two seem a lot closer now. He's been so sweet to you lately, Tita. What? The hell are you going on about? Look at that blush. But seriously, it looks like you've got your feelings all sorted out, huh? Yeah, I do. I ain't gonna run off alone and get wrecked like a chump anymore. If I do, I'm gonna have a certain little someone guilt-tripping me with her pouty face again. Oh, Agathe. I see. Okay then, let's hurry to Nable Valley. Yeah, let's move out. Und Freunde der Sonne, das ist tatsächlich auch... Moment mal. Das ist tatsächlich auch... Kann ich hier noch die Zeitung oder so? Nee, das ist tatsächlich jetzt auch die mehr oder weniger letzte Mission. Also ist... ich muss nur kurz das gucken. Ich glaube, das brauche ich alles nicht. Kann ich mit der kaufen? Nee. Es geht jetzt im Grunde genommen nur noch darum, diesen letzten Dungeon zu durchqueren. Bla 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 bla. Und habe ich das? Habe ich. Aber das haben wir nicht. Cool. Ach genau, das ist noch das Spiel, wo ich in die Menüs dafür gehen muss. Das ist jetzt im Grunde genommen alles, was wir noch machen müssen. Aber man sieht gar nicht, ich habe sowieso gar nicht so, ja, okay, das ist wurscht. Ich bin gerade völlig verwirrt, weil ich überlege gerade, ja, die Zeitung, die habe ich sowieso sonst immer vergessen, warum kaufe ich den jetzt überhaupt? Naja, was ich eigentlich sagen wollte, es gibt jetzt eben noch dieses eine, oh, guck mal, was erzähle ich? A dangerous monster, Fate Spinner, has been sighted on the Revenue Trail. Burst affiliated with his branch asked to bla 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 bla. Okay, ja, das machen wir auf jeden Fall noch. Weil danach, ich bin mir sehr sicher, weil ich wusste zum Beispiel gar nicht mehr, ist dieser Dungeon mit dem Drachen, ist das wirklich noch ein Kapitel 5 oder ist das etwas, was später nochmal dazukommt? Aber offensichtlich ist es etwas, das nicht noch dazukommt, das jetzt direkt passiert. Und ich finde es die perfekte Möglichkeit, jetzt noch die letzte Nebenmission mitzunehmen, um dann in der nächsten Folge das große Finale einzuläuten, weil ich weiß, dass danach dieses Kapitel geschafft ist und ich weiß nicht, ob das ein bisschen länger ist als die anderen Kapitel. Ich bilde es mir gerade zumindest ein, aber ich kann mich täuschen. Genau, ich muss noch eine Raven... Es war doch im North, oder? Bilde ich mir das jetzt ein? Ist auch wurscht, werden wir ja gleich sehen. Nee, gar nicht, wenn es im anderen Trail... Ihr merkt schon, ich bin dezent verwirrt. Aber ja. Ich brauche noch. Warte mal. Den vielleicht? Nein. Da ist es. Okay. Nee, sorry, ich war gerade super verwirrt, weil ich weiß auch nicht, warum mein Gehirn kriegt mal Kinder, Leute. Dann wisst ihr, warum ich verwirrt bin. So, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Zack. Oh, sehr schön. Genau das wollte ich. Cheat. Aber das ist gar kein Problem. Dafür haben wir Kuriabalm. Das ist das Einzige, was ich heilen muss, weil das ist sonst wirklich ein sofortiger Tod. Zack. Maul. Nein, shit.
Oh Gott, ich hasse das. Ich vergesse immer wieder, dass das in diesem Teil noch so ist, dass man da echt ein bisschen mehr aufpassen muss. Zack. Zack. Und einer ist noch da. Nicht mehr lang, Freunde der Sonne. Aber vielleicht noch länger, als ich dachte. Zack. Und noch ein. Und das war's. Guck, haben wir uns doch sogar noch die letzte Nebenmission geschnappt. Aber ja, ich bilde mir ein, dass es ein bisschen länger ist, dieses Kapitel. Kann aber auch einfach daran liegen, ich glaube, Bose ist eine relativ große Region. Weil hier es ja quasi 2 Dörfer gibt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht... Also ich glaube, wir können ja mal auf die Karte gucken, spaßeshalber. Bose hier oben. Das ist komplett einmal das bis hier und das. Das ist schon das Größte, oder? Also würde dann ja nur Sinn ergeben, dass das auch ein bisschen länger dauert als die anderen. Ich finde aber auch geschichtlich mit das Interessanteste, weil A, Löwe wieder auftritt und B, das mit dem Drachen ein ganz, ganz wichtiger Eckpfeiler ist für die gesamte Geschichte von Trails. Ich kann es noch nicht verraten, aber es wird auch für alle anderen Teile noch wichtig sein, auch wenn der Drache per se an sich jetzt nicht nochmal groß auftauchen wird in späteren Spielen, aber das, was er ist wirklich wichtig. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal ins Hotel, um uns komplett zu heilen, denn wir gehen jetzt ja wir gehen jetzt ja im Grunde genommen auf Endmissionstour. Und reporten unser Dingen und latschen natürlich noch zum Nebel Valley River. So, 5. Good work. Okay, bla 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 bla. Wo bin ich jetzt eigentlich? Hab ich gerade gar nicht gesehen. Das müsste ich doch... Ne, ist auch wurscht. Also wir sollen jetzt... First, let's head over to the hut in the valley where Wemler lives. Das war's, ne? Ja gut, Nebenmissionen haben wir alle gemacht, weil wir super gut sind und auch sehr attraktiv dabei. Und ja, das spielt jetzt keine direkte Rolle, ist aber trotzdem ganz schön. Hakengate, da wollen wir nicht hin. Okay. Es ist halt weitläufig. Ich weiß, ich habe das schon so 1000-mal erklärt, aber es ist auch wieder dieser Zwist in mir, wo ich mir denke, es ist fürs Worldbuilding auch gut, dass es so ist. Ich wünschte mir nur, sie hätten hier auch einfach schon irgendwie eine Art von Schnellreisesystem eingefügt, weil gerade jetzt, wo man alles halt schon kennt, ist es halt so quatschig, dass man das alles nochmal abgrasen muss. Oh, schau an, wir bekommen sogar nochmal eine Kamerafahrt, obwohl wir hier schon waren. Why not, ne, sag ich immer. Okay then, first we need to visit that little hut on the eastern side of the valley, right? Yeah, let's hurry. So, jetzt kommt hier wieder diese komische Ladesequenz, die ich immer noch nicht verstehe, aber ich kann mir vorstellen, dass das ja, dass ja überall Gegner rumlaufen. Es kann sein, dass das für den Speicher vielleicht irgendwie zu viel gewesen wäre. Wobei, es klingt danach, als ob ich Ahnung davon hätte, deswegen revidiere ich das mal lieber ganz schnell und sage, es kann halt sein, dass es irgendwelche Probleme in der Engine hervorruft. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, das ist der perfekte Moment, um zu sagen, wir stehen jetzt vor der Hütte, wir stehen kurz vor dem letzten Dungeon dieses Kapitels und ich würde sagen, lasst uns froh und munter sein und uns unseres Herzens freuen und in diesem Sinne sagen, in der nächsten Folge geht es in den Dungeon, es geht gegen den Drachen und dieses Kapitel wird zu Ende gehen. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss!